Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Genau, schön, dass ihr wieder dabei seid. Stellt euch mal vor, euer leuchtend rotes Gummibärchen lügt euer Gehirn eigentlich komplett an. Oh ja, das ist wirklich keine Übertreibung. Das ist halt die faszinierende und manchmal auch echt erschreckende Realität der modernen Lebensmittelchemie. Absolut. Also heute ist Tag 171, Thema nachhaltige Ernährung. Wir lernen 15 wichtige Worte für den Alltag. Richtig. Aber bevor wir in diese ganzen unsichtbaren psychologischen Tricks der Supermärkte eintauchen, haben wir heute eine sehr effektive Methode für euch, um eure Aussprache zu verbessern. Genau, nämlich das sogenannte Shadowing. Beim Shadowing sprecht ihr fast gleichzeitig mit dem Sprecher. Hier sind 3 einfache Schritte für euch. Also, Schritt 1. Zuhören. Hört zuerst nur zu. Achtet auf die Aussprache, die Betonung und die Pausen. Genau, und ganz wichtig, denkt nicht an Grammatik, sondern hört nur den Klang. Dann kommt Schritt 2, mitsprechen. Jetzt sprecht ihr mit. Versucht genauso zu sprechen wie der Sprecher. Ja, achtet dabei auf Tempo, Stimme und Gefühl. Das macht einen riesigen Unterschied. Und dann noch Schritt 3, aufnehmen. Nehmt euch selbst auf. Vergleicht eure Stimme mit dem Original. So erkennt ihr eure Fehler und könnt euch verbessern. Ein wirklich wichtiger Hinweis dazu. Bitte lest nicht nur still mit. Shadowing funktioniert nur, wenn ihr laut sprecht. Richtig. Euer Mund muss die Bewegungen trainieren. Und bleibt bis zum Ende, dort hört ihr unsere Mini-Story. Darauf freue ich mich schon. Aber lass uns direkt mal mit dieser Täuschung im Supermarkt starten, die du vorhin erwähnt hast. Sehr gern. Wenn ich einkaufen gehe, greife ich oft völlig unbewusst zu Dingen, die extrem bunt aussehen. Ich frage mich da immer, warum unser Verstand bei so neonfarbenen Süßigkeiten einfach aussetzt. Naja, unser Gehirn ist evolutionär schlichtweg darauf programmiert. Vor 10.000 Jahren bedeutete ein leuchtendes Rot in der Natur einfach, Hier gibt es eine reife Frucht. ganz genau, eine reife, süße Frucht, die uns wertvolle Energie liefert. Und die moderne Industrie nutzt diesen Überlebensinstinkt gnadenlos aus, indem sie chemische Substanzen hinzufügt. Ah, und da sind wir schon bei unserem ersten Begriff für heute. Diese Substanz nennen wir den Farbstoff. Richtig. Auf Englisch heißt das Coloring. Ein Farbstoff ist also ein Stoff, der Lebensmitteln eine bestimmte Farbe gibt. Zum Beispiel bei bunten Süßigkeiten. Das ist echt verrückt, so ein künstlicher Farbstoff simuliert Frische oder einen intensiven Geschmack, der gar nicht da ist. Ja, in psychologischen Experimenten trinken Menschen oft gelb gefärbten Kirschsaft und sind dann fest davon überzeugt, dass es nach Zitrone schmeckt. Ach krass, das Auge überschreibt also sozusagen den Geschmackssinn. Genau, und diese Täuschung geht bei modernen Getränken sogar noch tiefer. Denkt mal an all die Limonaden, die groß auf dem Etikett stehen haben, 0 Kalorien, 0 Zucker. Oh ja. Viele Leute trinken Cola mit diesem Ersatzstoff, weil sie denken, es ist gesünder als Zucker. Aber ist das wirklich besser? Das ist eine super Frage. Wenn du so eine Limonade trinkst, registriert die Zunge einen extrem süßen Geschmack, oder? Ja klar. Das Gehirn freut sich, schüttet Hormone aus und meldet dem Magen, Achtung, da kommt gleich eine riesige Menge Energie. Der Körper bereitet sich auf die Verarbeitung vor. Aber dann kommt im Magen nichts an. Ah, weil kein echter Zucker drin ist, sondern unser zweites Wort. Das Süßungsmittel. Genau, auf Englisch Sweetener. Das Süßungsmittel ist ein chemischer oder pflanzlicher Ersatz für Zucker. Und was ist dann das Resultat von dieser Täuschung im Körper? Bekommt man dann Heißhunger? Ja, oft ist das genau die Beobachtung. Der Blutzuckerspiegel gerät völlig durcheinander. Der Körper verlangt dann später umso aggressiver nach echten Kohlenhydraten. Man isst danach also oft noch mehr. Wow, wir werden also von unserem eigenen Essen regelrecht gehackt. So kann man das sagen, ja. Das erklärt für mich auch dieses unheimliche Phänomen bei Chips. Also, wenn ich eine Tüte öffne, selbst wenn ich absolut keinen Hunger mehr habe, kann ich einfach nicht aufhören, bis die Tüte komplett leer ist. Das liegt an einem ganz bestimmten Stoff. Glutamat ist hier oft der Hauptakteur. Es simuliert den Geschmack von hochwertigem Protein. Und das führt uns direkt zu unserem dritten Wort, der Geschmacksverstärker. Genau. Auf Englisch Flavor Enhancer. Ein Geschmacksverstärker ist ein Stoff, der den Eigengeschmack von Essen extrem intensiv macht. Glutamat wird in Fertiggerichten also genutzt, um billige Zutaten irgendwie leckerer zu machen. Richtig.
Die Industrie mischt Wasser, billiges Fett und etwas Pulver zusammen, fügt diesen Geschmacksverstärker hinzu und unser Gehirn denkt, wow, wir essen ein nahrhaftes Festmahl. Wahnsinn. Wenn diese Zusatzstoffe alle so problematisch sind, wie bereiten wir unser Essen dann eigentlich besser zu? Naja, das bedeutet im Grunde, je weiter weg ein Lebensmittel von der Natur ist, desto mehr müssen wir solche Tricks fürchten. Weißt du, ich stelle mir die industrielle Verarbeitung immer wie so eine riesige Fabrik vor. Das ist auch direkt unser 4. Wort. Verarbeiten. Auf Englisch to process. Genau, verarbeiten bedeutet, aus Rohstoffen ein fertiges Produkt herzustellen. Und weil es ein Verb ist, brauchen wir das Perfekt. Hat verarbeitet. Ich denke da immer, anstatt dass eine Fabrik mein Essen stark verarbeitet, sollte ich frische Zutaten lieber selbst in meiner eigenen Küche verarbeiten. Das ist doch viel gesünder. Das ist eine hervorragende Idee. Jeder maschinelle Schritt in einer großen Fabrik entfernt das Essen weiter von seinem natürlichen Original. Und dabei geht doch bestimmt auch das Wichtigste am Essen verloren, oder? Unser 5. Wort. Der Nährwert. Ja, absolut. Der Nährwert, auf Englisch Nutritional Value, das ist der Gehalt an gesunden Stoffen in unserem Essen, wie zum Beispiel Vitaminen oder Ballaststoffen. Und durch diese starke industrielle Verarbeitung, also Erhitzen und Pressen, geht ein großer Teil vom Nährwert einfach kaputt. Leider ja. Hitzeempfindliche Vitamine wie Vitamin C überleben diese Prozesse oft schlichtweg nicht. Aus einem komplexen Lebensmittel wird dann nur eine leere Kalorienhülle. Das bringt mich aber zu einer Frage aus meinem eigenen Alltag. Im Herbst kaufe ich oft super viele Äpfel und koche die ein für den Winter. Und das ist ja unser 6. Wort, konservieren. Genau. Auf Englisch to preserve. Und das Perfekt lautet, er hat konserviert. Konservieren heißt ja, Lebensmittel haltbar zu machen, damit sie nicht schlecht werden. Aber wenn ich jetzt dieses Obst für den Winter einkoche, störe ich dann durch die Hitze auch den ganzen Nährwert? Oder ist das trotzdem eine gute Lösung? Das ist ein toller Punkt. Ja, durch das Erhitzen beim Konservieren opferst du einen Teil der empfindlichen Vitamine. Aber im Gegenzug stoppst du den Verfall komplett. Ah, ich tausche also ein paar Vitamine dagegen ein, dass ich im Winter überhaupt regionale Äpfel habe? Richtig. Eine konservierte Frucht aus deiner Region hat eine fantastische Umweltbilanz. Das ist also eine wirklich gute Lösung, um Lebensmittel nicht wegzuwerfen. Okay, das beruhigt mich. Aber um überhaupt gute Lebensmittel verarbeiten oder konservieren zu können, müssen diese ja erst einmal gut wachsen. Oh ja, alles beginnt auf dem Feld. Oder im Garten. Das ist unser 7. Wort, anbauen. Auf Englisch to grow oder cultivate. Und im Perfekt hat angebaut. Es bedeutet, Pflanzen auf einem Feld oder im Garten zu pflegen. Man sieht ja gerade in den Städten diesen riesigen Trend, dass die Leute ihr eigenes Gemüse auf dem Balkon anbauen. Finde ich super. Wenn man das selbst macht, hat man auch die volle Kontrolle. Vor allem, weil man dann keine chemischen Gifte benutzt. Was uns zu Wort Nummer 8 bringt. Pestizidfrei. Ein sehr wichtiges Wort. Auf Englisch pesticide-free. Pestizidfrei bedeutet, dass Lebensmittel komplett ohne chemische Gifte produziert werden. Die Nachfrage danach in der Stadt steigt ja enorm. Ja, und das ist auch gut so. Das schützt nicht nur unsere Gesundheit, sondern rettet das gesamte Ökosystem auf dem Feld. Aber wenn ich jetzt im Supermarkt stehe und ein Bauer behauptet, sein Gemüse ist pestizidfrei, wie kann ich das denn glauben? Ich kann das ja nicht sehen. Dafür brauchen wir feste Regeln und Kontrollen. Ah, und das ist unser 9. Wort, zertifizieren. Auf Englisch to certify. Und im Perfect sagen wir, er hat zertifiziert. Ganz genau. Zertifizieren bedeutet, offiziell zu bestätigen, dass ganz bestimmte Umweltstandards erfüllt sind. Ich stelle mir das für Biobauernhöfe total schwer vor, sich da regelmäßig so streng zertifizieren zu lassen. Das ist es auch. Da kommen unabhängige Kontrolleure, prüfen den Boden, analysieren das Wasser. Das ist ein riesiger Aufwand für die Bauern. Aber nur so entsteht ja das Vertrauen für uns Kunden, oder? Richtig. Dieses Zertifikat ist der Beweis, dass wirklich keine Gifte benutzt wurden. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Genau, das hilft uns sehr. Also wir haben jetzt viel über den Anbau gesprochen, aber wie können wir als Konsumenten beim Einkaufen eigentlich die richtige Wahl treffen, um die Erde aktiv zu schützen? Das ist eine Frage der Ressourcen. Und da müssen wir über den Unterschied sprechen, ob wir Pflanzen direkt essen
oder sie vorher monatelang an Tiere verfüttern. Du meinst wegen dem riesigen Wasser- und Flächenverbrauch. Genau. Das führt uns direkt zu Wort Nummer 10. Pflanzlich. Auf Englisch plant-based. Pflanzlich beschreibt Lebensmittel, die direkt von Pflanzen stammen und nicht von Tieren. Wenn wir pflanzliche Lebensmittel essen, schonen wir unsere Ressourcen massiv. Man umgeht diesen ganzen Energieverlust, den die Fleischproduktion verursacht. Man muss ja nicht gleich komplett vegan leben, oder? Es reicht doch schon, wenn wir einfach pflanzliche Optionen öfter bevorzugen. Exakt. Und das ist direkt unser 11. Wort. Bevorzugen. Auf Englisch to prefer. Mit dem Perfekt hat bevorzugt. Bevorzugen heißt, etwas lieber zu wählen. Also wenn ich in der Kantine bin, kann ich ganz bewusst das Gemüsegericht bevorzugen. Ja, diese kleinen täglichen Entscheidungen machen auf ein Jahr gerechnet einen riesigen Unterschied für das Klima. Was mich beim Einkaufen allerdings manchmal echt frustriert, ist der Winter. Manchmal habe ich im Januar einfach unglaubliche Lust auf frische Erdbeeren. Und da nervt mich dann unser 12. Wort, die Saisonalität. Ja, die Saisonalität, auf Englisch Seasonality. Das ist die Eigenschaft von Obst und Gemüse, eben nur zu ganz bestimmten Jahreszeiten zu wachsen. Ich weiß, es ist viel ökologischer, regionale Produkte zu bevorzugen und auf die Saisonalität zu achten. Aber es ist halt schwer. Ich verstehe dich da total. Aber diese Wintererdbeeren sind eine echte ökologische Katastrophe. Echt? Selbst wenn die aus Europa kommen. Ja, der Energieaufwand ist astronomisch. Um im Februar in Europa ein Gewächshaus künstlich zu beheizen, braucht man extrem viel Energie. Da ist die Klimabilanz oft schlechter als bei Obst, das von weit her transportiert wird. Okay, wow. Das heißt, wenn wir die Saisonalität respektieren, machen wir wirklich was Gutes für die Erde. Und die ersten echten Freiland-Erdbeeren im Sommer schmecken dann ja auch viel besser. Stimmt. Aber weißt du, selbst wenn ich bei Obst und Gemüse versuche, alles richtig zu machen, gibt es da Dinge, die wir auf den ersten Blick gar nicht sehen? Du meinst diese speziellen versteckten Behandlungen? Genau. Nehmen wir mal Trockenobst. Wenn ich getrocknete Aprikosen kaufe, sehen die im Regal oft leuchtend orange aus. Warum eigentlich? Das liegt an unserem 13. Wort. Diese Aprikosen sind nämlich geschwefelt. Auf Englisch sulfurated. Geschwefelt bedeutet, dass das Obst mit einem chemischen Gas, also Schwefel, behandelt wurde, nur für die Farbe. Richtig. Wenn eine Frucht ganz natürlich trocknet, wird sie braun. Das ist völlig normal. Aber die Industrie denkt, wir Käufer wollen keine braunen Früchte. Deswegen werden sie geschwefelt, damit sie orange bleiben. Genau so ist es. Und das ist oft gar nicht so gesund für den Magen. Noch so eine verrückte Sache beim Obst. Unser 14. Wort ist gewachst, auf Englisch waxed. Äpfel oder Zitronen sind manchmal mit einer künstlichen Wachsschicht überzogen. Ja, das macht man, damit sie schön glänzen und beim langen Transport über die Ozeane nicht ihr Wasser verlieren. Äpfel könnten echt gewachst sein. Wahnsinn. Wenn ich das weiß, muss ich die Schale in Zukunft wirklich besonders gründlich waschen. Oh ja, am besten mit sehr warmem Wasser. So, und wenn wir jetzt nach dem ganzen stressigen Einkaufen erschöpft sind, trinken wir oft noch schnell was. Und das bringt uns zum 15. Wort, koffeinhaltig. Auf Englisch caffeinated. Koffeinhaltig bedeutet einfach, dass ein Getränk Koffein enthält, wie Kaffee oder Cola. Ich trinke das nachmittags total oft, um wach zu werden. Da sollte man aber aufpassen. Koffeinhaltige Getränke geben eigentlich keine echte Energie. Sie blockieren im Gehirn nur das Signal für Müdigkeit. Man sollte abends lieber darauf verzichten, sonst schläft man schlecht. Das ergibt absolut Sinn. Lass uns das alles jetzt mal zusammenfassen, und zwar in unserer Mini-Story. Sehr gern. Wir haben vorhin gesagt, bleibt bis zum Ende. Hier ist sie also. Nennen wir unsere Hauptperson mal Anna. Gute Idee. Anna ist im Alltag sehr oft müde. Genau. Und weil sie so müde ist, trinkt sie am Nachmittag immer viel zu viele koffeinhaltige Getränke. Richtig. Und abends hat sie dann keine Energie mehr zum Kochen, also kauft sie oft fertige Produkte aus dem Supermarkt. Diese Produkte sind dann voller künstlicher Farbstoffe, damit sie schön aussehen. Und sie enthalten extrem viele chemische Süßungsmittel und natürlich Geschmacksverstärker, damit die billigen Zutaten überhaupt nach etwas schmecken. Aber das große Problem für Anna ist, ihr Essen hat kaum noch einen echten Nährwert. Ja, ihr Körper bekommt keine echten Vitamine mehr. Irgendwann erkennt Anna dieses Problem und ändert ihr Leben. Sie fängt an, frische Zutaten in ihrer eigenen Küche wieder selbst zu verarbeiten. Sie orientiert sich beim Einkaufen jetzt streng an der Saisonalität. Und noch besser, sie beginnt sogar eigene Tomaten auf dem Balkon anzubauen. Toll.
Was sie nicht selbst anbauen kann, kauft sie dann auf dem Markt. Dort achtet sie darauf, pflanzliche Lebensmittel zu kaufen. Und sie prüft, ob die Bauernhöfe offiziell zertifiziert sind und absolut pestizidfrei arbeiten. Ja, und im Supermarkt passt sie jetzt auf. Sie wäscht gewachste Äpfel extrem gründlich mit warmem Wasser. Und sie vermeidet geschwefeltes Trockenobst. Sie kauft lieber die natürlichen, braunen Aprikosen. Als der Herbst kommt, lernt Anna sogar, ihr übriges Gemüse in Gläsern zu konservieren. So kann sie das ganze Jahr über gesunde regionale Produkte bevorzugen. Was für eine tolle Entwicklung. Anna hat die Kontrolle zurückgewonnen. Das ist wirklich die perfekte Zusammenfassung von allem, was wir heute gelernt haben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Zuhörer. Genau. Schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Wir sind super gespannt auf eure Beispiele. Und abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Das hilft uns wirklich sehr, den Podcast weiterzumachen. Morgen sprechen wir über ein ganz anderes spannendes Thema, nämlich... Kreativität. Ach, darauf freue ich mich schon sehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen bei Alltagsdeutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.